Hallo meine Lieben, Jossi hier. Willkommen zu meinem dritten Weihnachtsspecial. Heute machen wir Sarma. Das sind meine traditionellen Sauerkrautrouladen, gefüllt mit Hackfleisch und Reis. Also genug mit Labern und lass uns starten. Was wir dazu brauchen, sind Sauerkrautblätter, 200 Gramm Hackfleisch, etwas Wasser, 150 Gramm Reis, einen Teelöffel edelsüß Paprika, einen halben Teelöffel Salz und einen Teelöffel Brühe. Sauerkrautblätter, die hole ich mir in so einen Mixmarkt. Das ist ein ganzer Sauerkrautkopf, so circa 1 Kilo hat er. Von dem Kopf schäle ich die Blätter runter und verpacke sie in einen Beutel mit je 8 Blätter. Ich rechne immer 2 Rouladen pro Person. Da wir das alles zusammen 2 Stunden gekocht wird, koche ich gleich für 2 Tage. Okay, jetzt vermischen wir unser Hackfleisch. Reis, Paprika, Salz, Brühe und zuerst ein bisschen Wasser. Und das vermischen wir alles mit der Hand. Wir mischen so lange, bis der komplette Reis in den Fleisch mit eingemischt ist. Es soll nicht zu trocken sein, so ein bisschen matschig. Dann passt es so. Wenn nicht, dann tut ein bisschen noch Wasser mit hinein. Okay, so, jetzt rollen wir unsere Rouladen mit der Mischung. Okay, bevor wir starten und unsere Rouladen rollen mit unserer Mischung, ich habe hier noch Rest von unserem Sauerkrautkopf. Das sind halt so Blätter, die man nicht mehr verwenden kann. Zu klein, mit Löchern. Und ich habe hier sogar hier einen großen, mit ganz großem Loch. Das tue ich jetzt alles in so einen ganz großen Topf rein. Was ganz wichtig ist, ihr braucht einen großen Topf und einen tiefen Topf. Okay, und das könnt ihr auch so alles so zerkleinern. Und das legen wir jetzt alles in den Topf mit rein. Okay, und das muss unbedingt mit rein. Okay. So, jetzt zeige ich euch, wie ich meine Rouladen rolle. Ich habe hier 8 Blätter, von ganz groß bis ganz klein. Es ist egal, wie ihr startet. Ich starte eigentlich immer gerne mit den ganz großen und den hier Teil einfach wegschneiden. Ich mache das eigentlich mal mit einer Schere. Okay. Was ihr jetzt macht, der hat ein kleines Loch, macht nichts. Okay. Ihr müsst schauen, dass der hier Teil immer von außen ist. Okay, dann nehmt ihr eure Mischung. Ich habe kleine Hände. Diese Menge an Mischung passt eigentlich. Da es ein ganz großes Blatt ist, dann tue ich immer noch ein bisschen was mit hinein. Und jetzt rollen wir. Ich habe 2 Arten, wie ich die rolle. Es kommt halt auch auf das Blatt an. Also man kann ihn so rollen. So und so. Er geht schlafen und dann tut ihr ihn ganz anspannen und reinschieben. Und in den Topf rein. Dann kommt das nächste. Wieder Hand, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Es soll in die Hand reinpassen. Schön rollen und mit hinein. Rollen. Ihr könnt sie auch so rollen, das kann ich auch die zweite Variante zeigen. Macht ihr so, dann so rollen und den spitz hier in den Fleisch reinschieben.
bisschen andrücken. Es ist ganz fest. Wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht rollen, dann diesen Stiel hier bitte wegschneiden. Wenn ihr hier nicht reinpasst. Ich würde es nicht riskieren, das kann mitten im Kochen sich lösen. Dann tut ihr sie so wickeln. Halt die andere Methode. So. Und den Spitz hier dann reinschieben. Der hier ist ein bisschen zart, aber den kann ich trotzdem wickeln. Manche Menschen tun diese Sauerkrautblätter davor eine halbe Stunde ins Wasser legen. Ich mag das nicht, weil diesen Sauerkraut, den ich kaufe, ich finde ihn nicht so säurig. Deswegen mag ich, wenn er so bleibt. Ich habe es auch mal versucht, ins Wasser einzutauchen. Es hat mir dann nicht mehr gepasst. Das war für mich nicht mehr Sarma. Das war eine ganz normale Krautroulade. Und oder Kohlroulade, wie man das nennt. Deswegen mag ich es nicht. Ich mag es ein bisschen säurig. Also sauer, nicht säurig, sauer. Und der mag sich nicht verpacken, der hier. Jetzt. Okay Leute, das ist jetzt voll. Ich zeige euch mal einen ganz kleinen Trick von mir. Also, es ist ganz wichtig, wenn ihr diese kleinen Rouladen kocht, die müssen immer unten bleiben. Um das zu schaffen, nehme ich einen kleineren Deckel und dann lasse ich das so. Und das wird jetzt mit Wasser aufgefüllt und 1,5 Stunden wird es gekocht. Wir füllen unseren Topf jetzt mit Wasser. So, nicht zu viel. Es ist wichtig, dass die Rouladen unten bleiben und gerade hier noch Wasser drüber ist. Was wichtig ist, in diesen 1,5 Stunden müsst ihr dauernd auch kontrollieren, weil das Wasser verdampft. Ja, da müsst ihr jedes Mal ein bisschen Wasser nachgießen. Es ist wichtig, ihr müsst aufpassen, dass die Rouladen immer unter diesem Deckel sind. 1,5 Stunden lang. Okay Leute, ich zeige euch mal, wie das aussieht jetzt nach 40 Minuten. Das Wasser ist hier ein bisschen verdünstet. Man nimmt hier ein bisschen den Deckel ab. So, lässt man. Und wieder mit Wasser. Und wieder zudecken. Ich koche das gerade auf einer mittleren Stufe. Okay, meine Lieben, 1,5 Stunden sind vorbei. Und jetzt tun wir diesen Deckel raus. Aufpassen, es ist ganz, ganz heiß. Was wir jetzt vorbereiten, ist ein Mehlschwitz oder Einbrennen. Ich benutze dafür Mehl, Öl und Paprika edelsüß. Und das tun wir jetzt alles schön anbraten. Ich nehme so ungefähr 2 Teelöffel Öl. Einen Teelöffel Mehl, so ein bisschen mehr. Das könnt ihr schon mal mit rein tun. Und Paprika.
Wenn ihr es schärfer haben wollt, dann einfach ein bisschen mehr aufpassen. Das ist so ungefähr ein Teelöffel, was ich hier mit rein tue. Mein kleines Geheimnis ist, ich entnehme ein bisschen schon das von gekochten Wasser. Seht ihr, es fängt schon an zu braten. Ich glaube, das hier wird reichen, so 3 Löffel. Und schön vermischen. Wenn es zu viel Öl ist, wenn es zu viel Mehl ist, einfach müsst ihr Öl mehr dazugeben. Das ist eigentlich fertig. Wenn ihr das direkt in das Wasser mit hineingibt, dann bröselt es so und der Mehl kocht nicht gut aus. Was ich halt gerne dann mache, ich tue das gekochte Wasser mit bisschen mit rein und gut vermischen. Seht ihr, das ist das, was passiert und das mag ich nicht. Herd hier ausmachen und wieder gut vermischen. Und das geben wir jetzt leicht zu unserer Sauerkrautroulade mit hinein. Und das müsst ihr halt sehr gut vermischen. Ich kriege jetzt ein schönes Wasser. Ihr könnt auch alles auf einmal reintun. Ich mag das nicht, sonst bleibt es alles so ungekocht, also nicht geschmolzen. Da, die eine ist sogar geöffnet, könnt ihr sehen. Wenn das alles drin ist, ich lasse das noch ungefähr 20 Minuten zusammen kochen und dann ist es fertig. Okay. Das ist fertig. Das riecht sehr, sehr lecker. Könnt ihr da schon sehen, es hat sich einer geöffnet während des Kochen. Und ich schneide auf, um euch zu zeigen, wie das von innen aussieht. Es ist ganz, ganz weich. Könnt ihr sogar auch so sehen. Es ist alles schön gekocht. Okay, fast 2 Stunden. Mittagessen ist fertig. Eine köstliche Sauerkrautroulade gefüllt mit Hackfleisch und Reis. Wie in Kroatien, Sarma. Ich hoffe, ihr werdet es mal versuchen nachzumachen. Es schmeckt mega. Ich habe mein Rezept an ganz vielen Menschen auch weitergegeben. Die waren sehr begeistert jedes Mal, wenn die zum Essen kommen. Es ist ein perfektes Winteressen. Es ist warm und man kann ihn schon ein paar Tage, so 2, 3 Tage lang essen. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bitte hinterlasst einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ciao!